EP ist dabei eine sehr anspruchsvolle und auch fordernde Zeit. Das beginnt schon mit der Bewerbung. Wir bewerben uns am Anfang dafür und führen dann Auswahlgespräche mit Professor Albers und mit dem Core-Team. Und danach werden dann Teams zusammengestellt. Dafür müssen wir bestimmte Typentests ausführen und dann werden die Teams so zusammengestellt, dass man sich möglichst gut ergänzt. Das Besondere an EP ist, dass wir Studierende die Möglichkeit erhalten, einen kompletten Produktentwicklungsprozess zu begleiten und die gelernten Inhalte aus Vorlesungen und aus Praktikas anzuwenden. Und da ist das Besondere, dass wir eben nicht nur die Lehre an der Uni haben, sondern auch eben die Arbeit in der Industrie. Das heißt, wir können das, was wir in den Vorlesungen und in den Workshops bei Professor Albers lernen, direkt praktisch anwenden. Über das gesamte Projekt hinweg wurden wir tatkräftig von dem Projektpartner unterstützt. Jedes Team hat dabei einen Teampartner zugeteilt bekommen, der uns fachlich und auch mit Rat und Tat beiseite steht. Das Projekt ist in Kapitel unterteilt, die in Meilensteinen gipfeln. Zu den Meilensteinen präsentieren wir dann immer unsere Ergebnisse den Projektpartnern. Das Ganze endet dann auch in gemütlichen Diskussionen dann über unsere Ergebnisse, über unsere Arbeit. Das gesamte Projekt endet im Februar in der Abschlussveranstaltung, in der wir dann unsere Projektergebnisse der größeren Öffentlichkeit auch präsentieren können. Generell würde ich das allen Studierenden empfehlen, die in Ingenieurwissenschaften tätig sind. Es ist dabei für jede Persönlichkeit, für jeden Charakter die richtige Rolle auch mit dabei. In den Teams gibt es verschiedene Verantwortlichkeiten, wie zum Beispiel den Teamsprecher oder den Konstruktionsingenieur. Dafür arbeitet man in einem Team zusammen mit Leuten, die auch alle sehr engagiert sind und bei der Sache dabei sind. Und das Ganze ist auf jeden Fall, macht viel Spaß. Wichtig ist, dass man Motivation mitbringt, Engagement und Freude an der Sache hat.